So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Always Sometimes Monsters. Wir sind jetzt hier im Park von Mark, beziehungsweise in seinem Anhänger und können uns den Goldfisch mal angucken. Hey there, Trinity. Watch fish. Oh, hat sie sich in den Fisch verliebt. So, können wir hier Schlüssel mitnehmen? Nee. Wir haben 9 Uhr morgens vermutlich. Ich weiß nicht, ob sich da jeweils was ändert. Ich kann ja auch noch mal ein bisschen rumlaufen und mir hier den Spaß angucken. Da gibt es aber überall nichts zu sehen. Also vielleicht ein Gasherd. Können wir ihn die Bude abfackeln? Nö, hier auch nicht. Können wir ein Messer mitnehmen? Auch nicht. Können wir an den Toaster gehen? Auch nicht. Können wir die Post angucken? Auch nicht. Können wir an den Kühlschrank gehen und ihm Lebensmittel klauen? Auch nicht. Können wir da rein? Nö, auch nicht. Können wir da rein? Der Shitter. Das ist doch gar nicht so schlecht. Erstmal ordentlich ein Absetzen. Super. Tolle Geräusche. So, dann können wir auch wieder gehen. Die Hände waschen können wir uns nicht. Insofern gehen wir erstmal raus und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht mal den alten Herren jetzt helfen, dabei ihre Frühstücksprobleme zu lösen, aber die sind schon wieder weg. Okay. Das heißt, morgen sind sie auch wieder da. Dann können wir die vielleicht morgen lösen. Wir können jetzt natürlich erstmal da unten rumlaufen. Und mit allen möglichen Leuten quatschen. Und dann können wir vielleicht auch der Kirche helfen. I love my daddy so much. Ich mag meinen Vater so sehr. Okay, das sind kleine Kinder. Have you seen my daddy? Hast du meinen Vater gesehen? Nö, habe ich nicht. Wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Oh Gott, so Rotzgören schon wieder überall. Nervig. So. My daddy is the nicest man and buys me ice cream. Mein Vater ist der netteste Mann und kauft mir Eiscreme. Okay, wüsste jetzt auch nicht, warum ich mit den Kindern hier quasseln muss. Ich denke, wir gehen einfach mal hoch zur Kirche und reden dann mit besagtem Typi, also mit Mark, und helfen ihm und dann haben wir den Tag vielleicht auch umgekriegt, damit er uns nach Salt City fahren kann oder sowas. Salt City would be shitty. San Verdano. Nach San Verdano will er mich ja fahren. So. Das heißt, ich gehe erstmal da hoch und helfe ihm und umgucken kann ich mich ja sicherlich morgen noch. Big Dog Boxing Club. Alles klar. So. Hier sind wir auf dem Parkplatz von dieser Kirche. Ne, noch ist es Super Gas. Snacks, Drinks, Gifts. Denke ich, brauche ich jetzt erstmal alles nicht. Ich muss mich ja erstmal hier in dieser neuen Stadt orientieren und mal schauen, wo es was gibt. Und ich denke, als erstes gehen wir dafür in die Kirche. Ach, das ist ein Schatten, okay. Ich dachte, da liegt was auf dem Boden. Könnte auch ein abgerissener Zettel sein, der da auf dem Boden liegt. Aber ich schätze mal, das wird einfach nur ein Schatten sein von den Säulen und der Decke. So, das heißt, wir gehen hier mal in die Kirche. This is the church Mark said he was helping at today. Das hier ist die Kirche, von der Mark gesagt hat, dass er hier heute helfen würde. Maybe I should go inside and see what's happening. Go inside. Church. Oh, looks like some sort of service is starting. Oh, sieht so aus, als ob irgendeine Art von Messe gerade anfängt.
I should at least sit down. Don't wanna be rude. Ich sollte wenigstens hinsitzen. Ich möchte ja nicht böse sein. Unhöflich. Thank you for coming out on such short notice, ladies and gentlemen. Vielen Dank, dass ihr so kurzfristig erscheinen konntet, sehr geehrte Damen und Herren. God bless you each and every one for joining us on this unusual sunny afternoon. Gott segne jeden von euch dafür, hierher gekommen zu sein an diesem ungewöhnlichen sonnigen Nachmittag. I know many of you'd rather be out having fun or spending time with your families, but I have a very special sermon for you all today. Ich weiß, viele von euch wären lieber draußen und hätten gerne Spaß oder würden gerne Zeit mit ihren Familien verbringen, aber ich habe heute eine sehr spezielle Messe für Sie. Alle. You see, recently I have been very blessed indeed and I want to share it with you. Ihr wisst, in letzter Zeit, kürzlich wurde mir großes Heil zuteil und das wollte ich mit euch teilen. Those of you who know me well know that a long time ago, before my life with God, I was indeed a man full of sin. Diejenigen von euch, die mich gut genug kennen, wissen, dass vor langer Zeit, bevor ich mein Leben mit Gott begonnen habe, ich in der Tat ein Mann voller Sünde war. Drugs and alcohol consumed my life, living for pleasure alone. I was a shell of a person. Drogen und Alkohol nahmen mir mein Leben. Oder haben mein Leben eingenommen. Das wäre wahrscheinlich besser. Nur im Leben, um Spaß zu haben, war ich nur eine Hülle von Person. With an ill temper and a lack of care for myself and the world around me, I was hellbound for certain. Voller Aggression und jeglichem Mangel, nach mir selber zu schauen und sich selbst um mich zu kümmern und um die Welt um mich herum, war ich sicherlich zur Hölle verdammt. I was so shrouded in darkness, so helplessly submerged in my own wretched life, that I was blinded by the darkness. Ich war so in der Dunkelheit gefangen, so hilflos untergegangen in meinem eigenen verpfuschten Leben, dass ich von der Dunkelheit geblendet war. In that darkness I couldn't see a future. In dieser Dunkelheit konnte ich keine Zukunft sehen. In that darkness I couldn't see a hope. In dieser Dunkelheit konnte ich keine Hoffnung sehen. Worst of all though was that in that darkness I could not see the one true glimmer of light that existed in my life. Die schlimmste Sache von allem allerdings war, dass in dieser Dunkelheit konnte ich nicht den einen wahren Schimmer des Lichtes sehen, der mein ganzes Leben über existiert hat. I was so blinded by the darkness that the one true glimmer of light that had existed, it vanished from my sight. Ich wurde so von der Dunkelheit geblendet, dass dieser eine wahre Glimmer des Lichtes, der existiert hat, von meiner Sicht verschwunden ist, aus meinem Blickfeld verschwunden ist. Since then I have spent so many years learning of faith and praying for its return. Seit jener Zeit habe ich so viele Jahre damit zugebracht,
den Glauben wieder zu lernen und um seine Rückkehr zu beten. At times I felt foolish for hoping it would come back to me. Manchmal fühlte ich mich närrisch, verrückt, durchgeknallt dafür, dass ich hoffe, dass er zu mir zurückkommen würde. Hoping I could see that light once more. In der Hoffnung, dieses Licht noch einmal zu sehen. As my doubt would grow, I would feel so hopeless and scared and alone. Und so meine Zweifel wuchsen, fühlte ich mich so hoffnungslos und ängstlich, ganz allein. I began to believe that the light would never return, extinguished forever in the ignorance of my youth. Ich fing an zu glauben, dass das Licht niemals zurückkehren würde, für immer verlöscht aufgrund der Ignoranz meiner Jugend. But this light, it is not a candle. Aber dieses Licht ist keine Kerze. It may dim, but it can never die. Es mag vielleicht sich verdunkeln, aber es kann niemals sterben. Through the darkness the light has followed me here today. Durch diese Dunkelheit ist mir das Licht bis hierher gefolgt. Through unimaginable hardship and suffering, it has walked through every one of my missteps. Durch unglaubbare Sturheit und durch unvorstellbare Sturheit und unvorstellbares Leid hat es mich auf jedem meiner Missetaten oder Fehltritte begleitet. That road has not been easy, but the goodness of life will always catch up to you if you let it. Dieser Weg war nicht einfach, aber über die Güte des Lebens wird es immer aufholen und dich immer einholen, wenn du ihm die Chance gibst. For those of you who don't believe me right now, who are still amidst that shadow of darkness, I hope you understand what I'm saying. Für jene von euch, die mir in diesem Augenblick nicht glauben, die immer noch unterhalb der Schatten der Dunkelheit sind, ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Whatever demons you are facing, you can rid yourself of them, I know this. Welche Dämonen auch immer ihr euch gerade stellt, ihr könnt sie loswerden, das weiß ich. Just never turn your back on the light in your life. Welcome it into your home with open arms, no matter what sacrifice it asks of you. Kehr einfach niemals den Rücken zu dem Licht deines Lebens. Heiße es stets willkommen in deinem Heim mit offenen Armen, völlig unabhängig davon, welche Opfer es von dir verlangt. Be willing to make amends, to purge yourself of your past, and accept that only through surfing the light can we live in its glow. Sei bereit, sei offen für die Reue. Genau, so übersetze ich es am besten. Sei offen für die Reue. Dich von deiner Vergangenheit zu befreien und akzeptiere, dass nur durch den Dienst an dem Licht wir in seinem Lichte leben können. Mann, wieso zieht sich das eigentlich immer so ewig? You are here today, so you are on the right path already. Du bist heute hier, also bist du bereits auf dem richtigen Weg. Just stay
on it as long as you can. Bleib einfach darauf, solange du kannst.